Elvis Presley ist die größte kulturelle Macht des 20. Jahrhunderts. Nicht meine Worte, die Worte von einem ganz großen Komponisten und Dirigenten, nämlich von Leonard Bernstein, der das Ende der 60er Jahre über Elvis Presley gesagt hat. Eine ganz neue 3-LP-Produktion des französischen Labels VPI liegt an. Elvis, King of Styles. Gleich nach dem Intro das Unboxing und der Review dazu. Elvis Presley. Ja, Reviews ohne Ende, ständig neue Elvis-Platten. Was ist denn zurzeit los? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Gerd von In Elvis Veritas. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht mehr In Vinyl Veritas Elvis, sondern In Elvis Veritas. Ich habe den Kanal umbenannt. Ja, es macht es einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen kürzer. Also wundert euch nicht, wenn ihr ab jetzt, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, meine Videos anschaut und ihr lest dann, dass dort steht In Elvis Veritas. Das alles ist so gewollt und soll die Sache ein bisschen einfacher machen. Herzlich willkommen zu diesem neuen 3-LP-Set Elvis King of Styles. Bevor wir zum Unboxing und zum Review dieses 3-LP-Sets kommen, geht es noch um die Frage der Woche vom letzten Mal, die Auflösung. Ich hatte gefragt, in welcher Halle fand das Konzert am 23. April 1977 in Toledo, Ohio statt? Die richtige Antwort war die University of Toledo Centennial Hall. Am 23. April 1977 spielte Elvis Presley dort das zweite und letzte Mal vor 9.800 Zuschauern. Viele richtige Antworten sind eingegangen. Ich habe denjenigen genommen, der die Antwort am exaktesten gegeben hat und auch noch die Zuschauerzahlen mit dazu erwähnt hat. Und das war Chris142. Herzlichen Glückwunsch! Am Ende dieser Folge wird es natürlich auch wieder eine Frage der Woche geben. Bleibt also dran. Ja, jetzt kommen wir zum Unboxing von Elvis King of Styles. Ich habe das 3-LP-Set ausgepackt und schaut mal zu, was ich bekommen habe. So, wir schneiden dann mal auf und sehen, was drin ist. Hier haben wir das schöne Werk Elvis King of Styles oder auch Elvis Styles. Wenn wir aufklappen, haben wir Fotos, einmal aus den 50er Jahren, dann in der Mitte ebenfalls der Goldlamé-Anzug 50er Jahre und dann noch einmal von 1968. Auf der Rückseite ein Foto aus dem Jahr 1970, live in Las Vegas. Auf der Rückseite ein Foto aus Jailhouse Rock und die Titelauflistung. So, dann nehmen wir mal die LPs aus der Hülle. Wir haben also hier einen Text jeweils drauf auf jeder LP. Und auf der ersten sind unten auch alle Musiker aufgelistet, die bei allen Songs auf den 3 LPs vorkommen. Die erste LP in diesem schönen, wasserzeichenartigen, pinkfarbenen Vinyl, sehr schön gemacht. Kommen wir zur zweiten LP. Auch hier haben wir wieder Text. Es geht also jeweils um den Einfluss von Elvis nicht nur auf die Musik, sondern auf die Kultur, die Sprache, die Mode. All das wird in diesen Texten beschrieben. Und die zweite hat also ein graues Vinyl. Auch wunderschön gemacht. Und wir kommen zur dritten und letzten LP. Auch hier haben wir wieder Text drauf. Und natürlich wieder ein schönes farbiges Vinyl. Diesmal bekommen wir weiß-grau. Und da sind sie alle drei nochmal im Überblick. Wunderschön anzusehen. So, dann kommen wir zum Review und ich möchte zunächst mal ein bisschen auf die Idee eingehen, die hinter diesem Set steht, denn die ist nämlich sehr interessant. Die Macher dieses 3-LP-Sets vom VPI-Label, die uns übrigens schon so eine grandiose Box wie Elvis is Black geschenkt haben, seht dazu mein Video, das ich über diese Box gemacht habe, haben sich dem Geist von Leonard Bernstein verschrieben, der Elvis als die größte kulturelle Macht des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Das ist natürlich schon eine kernige Aussage von so einem kompetenten Mann. Und die Idee war, eben Elvis zu zeigen,
als das, was er tatsächlich war. Natürlich, jeder sagt King of Rock'n'Roll, aber das greift natürlich zu kurz, denn Elvis hat ja nicht nur Rock'n'Roll gemacht, ich möchte sogar behaupten, das war eher ein geringerer Anteil, wenn man seinen ganzen Output in Betracht zieht. Und so versucht dieses 3-LP-Set die unterschiedlichen Stile wiederzugeben, die Elvis in seinem musikalischen Schaffen uns hinterlassen hat. Und die Aufgliederung ist sehr interessant. Wir finden Blues, Country, Gospel, Movies, European und Latin. Diese 6 Stilarten und die so ziemlich das ganze Spektrum von Elvis musikalischem Schaffen abdecken. Ich werde mit euch jetzt der Reihe nach durchgehen. Wie ihr gesehen habt, sind die LPs in einem fantastischen Vinyl gemacht. Das ist natürlich eine Augenweide für die Sammler. Und wir gehen jetzt einfach der Reihe nach mal durch und wir beginnen mit Elvis Blues. Viele interessante Songs und Outtakes bekommen wir, die mit Elvis Blues Musik zu tun haben. Wir hören mal in 3 von mir ausgewählte Beispiele rein und ich beginne mit dem Take One von I Feel So Bad, dieser Chuck Willis Nummer. Feel so bad, feel like a ball game on a rainy day. Feel so bad, feel like a ball game on a rainy day. Yes, I got my rain check, shake my head and walk away. Ja, wie ihr hören könnt, hat Elvis natürlich ein Faible für den Blues, hatte er immer und man hört das hier raus. Interessant ist auf dieser Scheibe die vielen Takes, die gewählt wurden. Das sind hier natürlich nicht nur Outtakes, es sind auch Master-Takes mit dabei. Aber wir hören noch 2 weitere interessante Beispiele aus diesem Set und zwar als nächstes den Beach Boy Blues. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, ja mein Gott, das ist ja aus einem Film aus Blue Hawaii und ist eigentlich mehr eine Blues-Parodie, das ist richtig. Aber dieses Set bringt uns, und viele haben die Version wahrscheinlich noch nicht, die Original-Movie-Version, die sich doch ein bisschen vom Blue Hawaii Soundtrack unterscheidet. Wir hören mal rein. I'm a poor Hawaiian beach boy, a long way from the beach, 'cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin to a ripe pineapple. I'm in again. Ein drittes Beispiel, das ich für euch ausgewählt habe aus dem Bereich Blues, wäre, ja, und da hat man jetzt interessanterweise tatsächlich die Live-Aufnahme genommen vom 25. März 1961 aus Pearl Harbor, das einzige von 2 Konzerten, das Elvis nach seiner Armeezeit gegeben hat bis zum Jahr 1969 und eines davon, wie gesagt, in Pearl Harbor, und daraus hat man hier Reconsider Baby genommen. Warum habe ich diesen Song jetzt ausgewählt? Ganz einfach, wir haben diesen Song ja schon in mehreren Veröffentlichungen bekommen und wir alle wissen, dass dieser Song eigentlich nie in guter Qualität vorlag, weil das ganze Konzert damals im Mittelwellenradio übertragen wurde und irgendjemand hat dieses vom Mittelwellenradio mitgeschnitten. Das ist also die Quelle, die wir von diesem Konzert haben, und die Tonqualität ist entsprechend schlecht, da waren Dropouts und so weiter, aber man hat das gut bearbeitet hier bei Reconsider Baby. Ich finde, man hat doch noch einmal soundmäßig ein bisschen was rausgeholt. Wir hören mal rein, Elvis mit seiner fantastischen Live-Version von Reconsider Baby vom 25. März 61 in Pearl Harbor. Reconsider Baby.
Ja, als nächstes kommen wir zu dem nächsten Elvis-Style und dieser Style nennt sich Country. Auch hier eine interessante Auswahl. Ich habe für euch rausgesucht eine, wie ich finde, sehr schöne Live-Version von I Forgot to Remember to Forget. Von diesem Song gibt es ja so gut wie gar keine Live-Versionen. Und zwar ein Mitschnitt von der Louisiana Hayride vom Oktober 55. I forgot to remember to forget her. Well, I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. Der nächste Style, den uns dieses Set präsentiert, und wir wissen alle, dass das ein maßgeblicher Style für Elvis Presley war, für seine Musik. Man kann schon fast sagen, die Grundlage seiner Musik war die Gospelmusik. Keine Musik liebte Elvis so sehr wie die Gospelmusik. Und ich habe aus dem Set ausgesucht für euch als kleine Hörprobe von Swing Down Sweet Chariot den Take 3. Swing Down Sweet Chariot, aufgenommen im Jahr 1960 für das Gospel-Album His Hand in Mine. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. Well, I got home on the other side. Der nächste Elvis-Style sind die Movies. Natürlich, wir wissen, Elvis hat 31 Spielfilme gedreht und fast ebenso viele Soundtracks. Die meisten davon musikalisch eher belanglos. Ich sage mal unterdurchschnittlich. Drück's mal so aus. Ich habe ausgesucht für euch aber einen Top-Soundtrack-Song, wie ich finde. Aus dem Film Jailhouse Rock bekommen wir auf dem Set den Take 1 von Baby I Don't Care. Crazy music, you don't like rock and band, you just wanna go to a movie show and sit there holding hand, you so square. Als nächstes kommen zwei interessante Elvis-Styles. Einmal Elvis European. Und wir wissen ja, dass Elvis europäische Musik geliebt hat. Das ging ja los mit seiner Militärzeit in Deutschland, in Bad Nauheim. Seht mein Video dazu, ich verlinke euch oben das Video. Und dort hat er ja zum Beispiel den Song Wooden Heart, muss ich denn zum Städterle hinaus, aufgenommen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Aber ich habe jetzt einen Song ausgesucht aus dem Set, der eine italienische Herkunft hat, und zwar der Song Surrender, eine italienische Melodie, und wir hören davon den Take 6. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Oh, your love so warm and tender. Auf der dritten LP, auf der letzten Seite, geht es noch einmal um Elvis und die Latin-Musik. Ja, da gibt es etliche Aufnahmen. Es ist ein bisschen schade, dass das Hauptalbum, das Elvis mit Latin-Musik verbindet, ein Soundtrack-Album, hier keine Verwendung findet. Ich werde dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen bei meinem Fazit. Ich habe für euch ausgesucht von der Latin-Musik von Elvis den Song You'll Be Gone. Und zwar davon Take 4. Interessanterweise ist You'll Be Gone einer von 2 Songs, die Elvis selbst komponiert hat. Ja, ihr habt richtig gehört. Es stimmt nicht, dass Elvis keine Songs komponiert hat. Zugegeben, es waren wenige.
2 eigentlich nur. Und er war jeweils auch nur Co-Komponist, Co-Autor, aber das ist einer davon. You'll Be Gone, eine Latino-Nummer und wir hören davon Take 4. Achtet mal besonders auf das exzellente Latino-Gitarren-Solo in der Mitte. Leider ist es sehr kurz, aber man sollte es gehört haben. Finde ich besser als in der Originalversion. Hold me close in your arms as the night weathers away. Let's not waste one precious kiss while we're together. Oh, please come to my arms and say you'll love me forever. Oh, with the dawn, you'll be gone. Ja, das wären die von mir ausgewählten Hörbeispiele. Wir hätten die Styles durch. Bevor wir jetzt aber zu meinem Fazit kommen, kommen wir zur neuen Frage der Woche. Such an easy question. Why can't I get an answer? Die neue Frage der Woche hat natürlich auch wieder mit dem aktuellen Video zu tun. Und zwar habe ich vorhin gerade erwähnt, der Song You'll Be Gone, einer von 2 Songs, die Elvis komponiert hat, als Co-Komponist, als Co-Autor. Meine Frage der Woche lautet, wie heißt der zweite Song, den Elvis Presley als Co-Autor komponiert hat? Wie heißt der zweite Song, den Elvis als Co-Autor komponiert hat? Ich bin gespannt auf eure Antworten, schreibt sie wieder in die Kommentare unten rein. Nächste Woche gibt es dann die Auflösung von unserer Frage der Woche. So, jetzt kommen wir aber zum Fazit. Ich fange mal mit den positiven Seiten an. Wir bekommen ein sehr schönes LP-Set mit einem tollen Cover, Elvis mit der Sonnenbrille, ein Foto, das ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Ein schöner Schnappschuss, finde ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe nicht, dass es KI generiert ist. Kleine Anmerkung. Denke ich jetzt mal nicht, hoffe ich zumindest. Ja, und wir bekommen eine gute Aufmachung, wir bekommen eine gute Idee, Elvis Musik nach verschiedenen Stilen zu ordnen. Das ist wirklich toll gemacht, vor allem in dieser Fülle, und deckt doch weitestgehend das Elvis-Schaffen ab. Ein weiterer Pluspunkt dieses 3 LP-Sets ist die Tonqualität. Die Tonqualität ist sehr, sehr gut. Gerade die Stereoaufnahmen der 60er Jahre können wir wirklich in einem Top-Sound genießen, aber es ist durch die Bank, sind es gute Aufnahmen. Die einzige Ausnahme ist eine weitere Aufnahme von der Louisiana Hayride, die ich euch vorher nicht vorgespielt habe. Da ist die Tonqualität sehr schlecht, aber da ist eben auch die Quelle nicht besser, können wir also den Produzenten keinen Vorwurf machen. So gesehen, von der Tonqualität her sehr, sehr gut. Man wirbt ja für den audiophilen Hörer. Naja gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber mehr ist vielleicht auch gar nicht machbar. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich das Vinyl. Die 3 Farben, das ist ganz toll gemacht, macht sie auf dem Plattenspieler super, ihr habt es gerade gesehen. Der einzige Nachteil bei diesen farbigen Vinylscheiben ist immer, man hat Mühe, wenn man einzelne Songs mal anspielen möchte, wenn man die sucht, dass man die Rillen erkennt. Aber gut, das ist Jammern auf höchstem Niveau, das möchte ich jetzt nicht vorwerfen. Insgesamt für die Optik ein tolles Produkt. Kommen wir zu den Schwächen. So gut die Idee ist mit den Stilen, so schlecht ist sie umgesetzt. Was meine ich damit? Ganz einfach. Das Spektrum an Songs, das wir hier auf diesem 3-LP-Set bekommen, erstreckt sich von 1954 bis 1962. Das heißt, alles, was danach von Elvis aufgenommen wurde, findet hier keine Berücksichtigung. Und genau hier liegt das Problem. Ich gehe mal wieder der Reihe nach vor. Bei dem Style Blues fehlt für mich zum Beispiel zwingend Merry Christmas Baby von 1971. Für mich die vielleicht großartigste Bluesaufnahme, die Elvis je gemacht hat. Bei Country verhält es sich ähnlich, so gut die Auswahl hier ist, aber es fehlt vollständig das überragende Album Elvis Country von 1971. Man hätte daraus Songs wählen können, wie zum Beispiel Tomorrow Never Comes oder Little Cabin on the Hill oder auch, wie ich finde, die ganz starke Fassung von Whole Lotta Shakin' Going On. Wie dem auch sei, hier fehlen für mich ganz klar Songs. Bei Gospel verhält es sich ähnlich. Was hier fehlt,
müssen wir gar nicht groß drüber reden. Es fehlt komplett das Album How Great Thou Art. Es fehlt auch komplett das Album He Touched Me. Man hätte hier 1 oder 2 Songs daraus nehmen können. How Great Thou Art wäre für mich jetzt zum Beispiel Pflicht gewesen. Hinzu kommt noch, dass auch auf dieses Set, wenn man hier wirklich herausragende Stücke bringen will, unbedingt gehört hätte die Live-Fassung von Why Me Lord von Memphis 1974. Auch hier eine überragende Fassung, die aus meiner Sicht fehlt. Movies und European lasse ich jetzt mal so stehen. Hier ist die Auswahl gut und das, was Elvis im späteren Output drin hatte, was hier hereingepasst hätte, ist aus meiner Sicht jetzt nicht, muss jetzt nicht zwingend auf diesem Set drauf sein. Aber kommen wir noch zu Latin. Und hier ist ein ganz großer Schwachpunkt, dass man den Soundtrack zu Fun in Acapulco offensichtlich nicht zur Verfügung hatte, die Rechte nicht hatte, die Masterbänder nicht hatte, wie auch immer. Denn dieses Album, bei allen Höhen und Tiefen, das es hat, ist ein Soundtrack-Album, müssen wir nicht drüber reden, aber es wären hier Songs drauf, die unbedingt auf dieses Album gehört hätten. Allen voran Bossa Nova Baby, für mich unverzichtbar bei Elvis Styles, das hätte hier drauf gehört. Schade, dass es fehlt. Ja, also unterm Strich eine, wie ich finde, gelungene Veröffentlichung mit Schwächen in der Songauswahl. Allerdings muss man wahrscheinlich zugrunde legen, dass dieses Produkt, das ja kein offizielles Sony RCA-Produkt ist, wahrscheinlich auch nicht die Rechte für die Songs zur Verfügung hatte. Und so erklärt sich möglicherweise das Fehlen. Denn das Spektrum, das wir auf der Elvis is Black hatten, ist von den Jahren, aus denen die Songs stammen, nämlich ähnlich zusammengesetzt. Ich vermute mal, dass das Label einfach nicht mehr Material von Elvis hat. Dann kann man dem Label vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen. Wie dem auch sei. Ansonsten ein tolles Produkt, schön anzuhören, eine wunderbare Playlist, wenn man einfach mal sagt, heute höre ich Elvis Blues oder heute möchte ich Elvis Country hören und man legt mal nicht die Elvis Country Scheibe auf, dann ist es eine wunderbare Alternative. So gesehen gelungen und ich kann den Kauf eigentlich nur empfehlen. Es gibt nicht nur die 3LP-Fassung, es gibt auch eine CD-Version davon. Ja, was liegt nächste Woche an? Ich möchte euch schon einen Programmhinweis geben. Seid gespannt. Nächsten Samstag, 11. Mai um 19:30 Uhr wird es den ersten Livestream auf meinem Kanal hier geben. Und zwar habe ich einen Gast, der ein absoluter Kenner der Elvis-Szene, vor allem der deutschen Elvis-Szene, aber auch allgemein der Elvis-Szene ist, zu Gast. Ich freue mich, dass er mit dabei ist. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Wir werden 19:30 Uhr in einen Live-Talk gehen, interaktiv natürlich. Ihr könnt mit dabei sein, also merkt euch schon mal vor. Es wird auch auf meinem Kanal eine Vorankündigung dazu geben. Merkt euch schon mal vor, Samstag, 11. Mai 19:30 Uhr auf In Elvis Veritas, von Elvis-Fans, für Elvis-Fans. Und wir kommen alle miteinander ins Gespräch. Ich freue mich tierisch drauf. Bis dahin sage ich wieder Ciao und Servus, euer Gerd, long live the King. Also das mit der Sonnenbrille, das ist schon irgendwie grenzwertig, muss ich sagen. Ich hätte die ja eigentlich auf die normalen Gläser draufschieben müssen, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht, ne? Geht auch, oder?